Warum reagieren wir so unterschiedlich, wenn wir solche Bilder sehen? Was ist es an diesem kleinen Dorf, einer österreichischen Kolonie, aber in Brasilien? Viele bewundern es, viele kritisieren es, finden es nicht mehr zeitgemäß. Die Leute lernen nicht mehr wie früher. Sind diese Siedler nie in der modernen Welt angekommen? Oder haben wir vielleicht etwas verlernt? Und wenn ja, was? Die Leute aus Italien und aus Österreich sind nach Brasilien gekommen zum Arbeiten, nicht zum Ferien machen. Tradition oder Moderne? Wer macht's besser? 13 Linden, das vergessene Österreich. Teil 2. In 13 Linden scheint die Zeit wie stehen geblieben. Architektur wie in den Alpen. Und die Menschen? Auch bei der Erntezeit immer zu Hause gewesen, weil Brot machen, kochen und früher war die Familie auch groß. Ne? War früher alles besser oder soll man mit der Zeit gehen? Diese Frage beschäftigt auch die 13 Lindner. Die Auswanderer kamen vor über 90 Jahren aus dem alten, traditionellen Österreich. Aber wie unterscheiden sie sich heute vom modernen Europa? Was ich meine, das geht nicht im Computer. Altmodisch, oder? Hallo, ich bin Alexandra. Ich bin eine von den Modernen, weil seit über 4 Jahren arbeite ich online und reise so durch Südamerika. Für mich war deshalb immer klar, das ist der richtige Weg. Aber meine Reise nach 13 Linden, die österreichische Kolonie in Brasilien, hat mir vor Augen geführt, welche Werte wir in unserem modernen Europa bereits verloren haben. Denn mit dem technischen Fortschritt kommt nicht immer nur Wachstum. Ein Problem, was wir dazugewonnen haben, ist, dass wir nicht mehr selbst denken. Wie ist das Wetter heute eigentlich? Weiß nicht, google einfach. Google sagt uns, was los ist. Also wieso noch auf seine Mitmenschen hören? Wir sind es gewohnt, dass die Welt nur einen Mausklick entfernt ist. Kaum muss man noch aufstehen, um mit Freunden zu sprechen, die Welt zu erkunden oder zu arbeiten. Und das ist praktisch, oder? Sich körperlich anstrengen, das war mal. Heute studiert man online. Aber was, wenn niemand mehr körperliche Arbeit macht? Deshalb heute meine Frage. Was passiert, wenn wir das Handwerk vergessen? Man kann das Handwerkerleben mögen oder nicht. Aber wenn du meinst, dass wir in unserer modernen Welt wichtige Werte verloren haben, wirst du in diesem Video die ein oder andere vergessene Lebensart wiederentdecken. Was können wir von 13 Linden lernen? Und dann hat er immer zu mir gesagt, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Und die jungen Leute respektieren diese Kultur von den Eltern und so. Gott sei Dank noch keine große Kriminalität. Hier haben wir keine Mauern. Die Werte sind gleich. Wie schafft es eine kleine Gemeinschaft wie diese, Werte zu behalten, welche wir nur noch von unseren Großeltern kennen? Diese alten Werte sind so selten geworden wie eine alte Kunstform, die des Holzschnitts. Was ist jetzt so besonders an der Holzschnitzerei? Na gar nichts, oder? Naja, ganz im Gegenteil. Du machst hier ein sehr schönes Handwerk, oder? Du machst die Glockentürme auf Danke. Portugiesisch Campanario. Campanar, ja, wir haben so getauft. Ja. Ja. Wenn man sich hier umschaut in der Stadt, man sieht es fast auf jedem Dach, oder? Ja, es sind schon ziemlich viele da. Ja. 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 Wie ist dazu gekommen? Das war eine Idee von meinem Vater. Fast jedes in der Wilschnau, ziemlich viele Häuser auch Glockenski haben, hat er die Idee gehabt und dann hat er angefangen. Die Wildschönau in Tirol ist die Partnergemeinde von 13 Linden. Dadurch kam die Tiroler Handwerkskunst in 1933 nach Brasilien. Weil jeder so fragt, warum da sowas gibt. Ja. Ja. Und das ist eine österreichische Kultur. Und heute sind die Holzschnitzereien in 13 Linden die Brücke zwischen zwei Welten. Die alte Heimat und die neue Heimat. Die alten Leute und die Jungen. In Österreich, früher die Leute haben so immer einen Keller gehabt, wo sie Handarbeit gemacht haben. Und mein Großvater, wenn er gekommen ist, war er 18 Jahre alt und er hat schon die Schnitzeisen von Österreich nach Brasilien mitgebracht. Ja. Hier in Brasilien gibt es ganz wenige Schnitzer.
weil hier ist schwierig die Schnitzeisen kaufen. Ganz in Österreich kannst du Stubaier Eisen kaufen, aber in Brasilien gibt es nicht. Du, was bist du vom Beruf? Ich bin Holzbildhauer. Ja. Wie ist es dazu gekommen? Eigentlich von meinem Vater. Ja. Von klein an habe ich immer bei ihm in der Werkstatt mal was geschnitzt. Ja. Der Vater hat nicht mehr so viel Bestellung gehabt, dass er nicht mehr alleine geschafft hat, die ganze Bestellung. Und dann bin ich zu Hilfe gekommen und dann natürlich. Mein Vater ist vor 3 Jahren gestorben, dann ich mache heute weiter. Mein Vater hat es von seinem Vater gelernt und dann ich habe von meinem Vater gelernt. Das heißt, über die Generation weitergeben, dieses Handwerk. Richtig. Was ist die Idee dahinter? Schon im vorigen Teil der Reportage über 13 Linden habe ich dir von der starken Arbeitsmoral und der Wirtschaftskraft von 13 Linden erzählt. Und während manche der Zuseher die Produktivität der 13 Lindner geschätzt haben, haben sich andere eher auf ihre Emotionen versteift. Integration geht anders. Quasi eine Parallelgesellschaft. Wenn's Österreicher woanders machen, wird's gefeiert. Vielleicht sind sie nicht gut im Tanzen, aber sie bauen funktionierende Gesellschaften. Meinen Respekt. Daher kurz ein paar sachliche Informationen. 13 Linden liegt im Süden Brasiliens, im Bundesstaat Santa Catarina. Nicht nur gibt es dort eine der geringsten Arbeitslosenquoten in Brasilien, gleichzeitig hat der Staat auch die höchste Lebenserwartung im ganzen Land. Woran liegt das? Und was passiert, wenn man Arbeit nicht nur als Pflicht sieht, sondern gar als Lebensaufgabe? Ja, mein Vater ist einer, der am meisten so Aufträge hat. Sein Leben lang. Der wird jetzt 80 Jahre und arbeitet immer noch. Ja. Obwohl nach der Pension habe ich auch noch gearbeitet, weil Spengler ist so viel gesucht. Wähle einen Beruf, den du liebst, und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten. Es ist schön hier arbeiten. Es ist immer so mit der Natur und die Vögeln und so. Ja, ich arbeite ja fast nur am Computer. Meine Rückenleiden sind eine typische Neuzeitkrankheit. Man verlernt auch so richtig viele Sachen mit den Händen zu machen, oder? Während wir im Büro nur scrollen, wird in 13 Linden geschnitzt. Von Glockentürmen wie in Tirol zu Wetterhähnen, monumentalen Statuen und religiösen Figuren. In dieser Kunst steckt mehr als nur eine Arbeit. Aber was ist es? Mach dir heute selbst ein Bild auf unserer kleinen Reise nach 13 Linden. Muskelkater statt Mausklicks. Wie viel bewegst du dich eigentlich am Tag? Ja, für uns ist Work-Life-Balance wichtig, oder? Andererseits, hast du schon mal einen schweren Handwerker gesehen, der nach der Arbeit neu ins Fitnessstudio geht? Gibt es manchmal Leute, die denken, sie wollen und dann merken sie, das ist eigentlich sehr schwer? Ja. Ich habe hier einen Schüler gehabt und er hat zu mir gesagt, Lehrerin, ich muss viel mehr hier Kraft machen als in die Akademie, im Gym. Dann habe ich zu ihm gesagt, ja, weil es hier, das heißt Arbeit. Holz gibt Widerstand, ist standfest, bodenständig, lebendig, genau wie die Menschen hier. Materialien wie Glas, Stahl, Beton wirken dagegen kalt, glatt und seelenlos. Wir leben in einer Konsumgesellschaft. Ja, wie schnell wird bei uns immer alles kaputt, weil an Kosten und Qualität gespart wird? War früher alles besser? Diese Schläger ist schon 30 Jahre alt jetzt. Nein, 29 Jahre alt. Die Schnitzeisen aus Stubai sind super. Ja, halten Super. lange. Ja, 3. Generation. Ich habe noch Schnitzeisen von meinem Großvater. Ja, da kann man ewig zusehen, richtig meditativ. Aber jetzt zu einer wichtigeren Frage. Nun sag, wie hast du es mit der Religion?
Der Glaube spiegelt sich in der Holzschnitzkunst. Viele Figuren sind religiöser Natur. In 13 Linden lebt der Glaube noch. Und die Menschen glauben an das, was größer ist als sie. Die Pfarrer und so, die beten noch und glauben noch. Und das ist schön zu machen für jemanden, der wirklich glaubt. Und dann, ich mache das so von meinem Herz. Ganz ehrlich, wenn ich einen Erfolg habe, glaube ich, es war Glück oder ich habe es mir selbst zu verdanken. Aber die 13 Lindner danken Gott, wenn ihnen was Gutes passiert. Diese Geschichte hat mich besonders berührt. Hast du mal von der brasilianischen Madonna gehört? Sie ist die Schutzpatronin Brasiliens und in fast jedem brasilianischen Haushalt zu finden. Aber warum bestellt sich jemand eine Madonna, die 18 Meter groß ist? Die größte, was ich bis heute gemacht habe. Ja, was ist die Geschichte dazu? Ja, der, was bestellt hat, der ist mal LKW-Fahrer gewesen. Und da hat er einen Unfall gehabt. Und dann ist er mit dem Fuß, da wollte er raus und ist nicht rausgekommen, da ist mit dem Fuß hängen geblieben. Ja. Und dann, glaube ich, spontan hat er nach dieser Madonna gerufen. Und dann ist er sofort los, mit dem Fuß los und dann hat er sich retten können. Sieht man das hier? Ja, da ist ein Bild von der Größe. Da ist unten eine Kapelle. Da hat er ein Versprechen gemacht, dass irgendwann er mal eine Kapelle für diese Madonna baut. Ja. Glauben zu haben in Europa ist etwas kontrovers und das mag seine Gründe haben. Aber im katholischen Brasilien ist der Glaube noch alltäglich. Ja, Gott sei Dank. Ja. Glaubst du, dass wer Glauben hat, hat mehr Hoffnung und Geduld? Also das Gegenteil von schnell, schnell? In Europa stehen wir oft unter Strom. Wie wär's mal mit auf die Bremse treten? Schnitzen ist fein. Eine feine Arbeit. Ja, und wenn ich müde bin, dann kann ich einen Kaffee trinken oder hier draußen ein Früchte essen. Und es ist schön, hier arbeiten. In der modernen Gesellschaft erwarten wir alles schnell, billig, jetzt und am besten auch noch gut. Aber gut Ding will Weile haben. Wie lange braucht es, dass du dann fertig hast? Ja, da ist es ziemlich viel Arbeit, viel Stundenarbeit natürlich, weil das Holz kommt aus grobes Holz, dann wird geschliffen, geschnitten und geschleift und dann bis so ungefähr 20 Tage, 3 Wochen ist ungefähr schon. Ich arbeite nicht noch Stunde. Es hat so noch Stück. Und dann, aber es ist so, eine kleine dauert einen Tag. Okay. Und dann noch größer, ein bisschen länger. Der Adler, der 13-Linden-Adler, der ist ja riesig. Wie lange hat der braucht? Den habe ich eine Woche, aber die Volltag gearbeitet. Wow. Ja. Ich habe ungefähr 10 Stunden am Tag gearbeitet. Wow. Ja. Stell dir vor, du möchtest eine Figur modellieren. Was würdest du machen? Ein Design mit Computer erstellen? Oder das hier? Wie lange dauert es, so was Riesiges zu machen? Er hat ungefähr ein Jahr verbraucht. Ein Kollege von mir ist immer hier gekommen mit seinem Pferd und musste immer so machen, das Pferd so. Dass es aufsteigt, ja. Ja, dass er genau sehen könnte, wie ein Pferd Aussieht? Ja, aussieht und so alle so die Muskeln Die und so. Sehnen und alles, ja. Ja, ganz genau wie ein normales Pferd. Aber das ist ziemlich zeitraubend, oder? Wie sieht's in 13 Linden mit modernen Arbeitsmethoden aus? Heute gibt's in 13 Linden zwar auch schon Computer, aber man merkt schon, dass die Bewohner die traditionelle Arbeit ihrer Eltern gerne weitermachen. Deshalb muss ich nochmal nachfragen. Gibt es jetzt heutzutage andere Methoden, die angewendet werden? Sind viele schon in Europa und auch ein paar hier in Brasilien, die machen nicht mehr alles aus Hand. Die nehmen so mit Computer und machen fast alles mit Computer und dann kommen so Nachschnitzen, so ganz feine, so ganz kurz so machen.
das ist nicht mehr eine Kunst. Dann ist nur mehr eine Figur. Werden die 13 Lindner nicht mal hinterher sein, wenn sie alles immer altmodisch mit der Hand anfertigen? Hier, hast du gesagt, wird alles mit Holz gemacht, eher noch traditionell. Ja. Gibt es auch eine Entwicklung hier, dass es weniger mit Hand gemacht wird, dass mehr Hilfe mit, weiß nicht, Computern oder was es alles gibt, schon unternommen wird? Ja, es gibt schon so, zum Beispiel die Jugend versucht so modellieren mit Computer und so, aber für meinen Beruf glaube ich momentan, dass alles per Hand ist, läuft es viel besser. Jungen, die Kinder, so, die möchten nicht mehr so eine Arbeit haben, weil das ist hart. Es ist, dauert lange zum Lernen und so. Und alles, was mit Handy ist viel einfacher. Mit Handy? Die Handy. Ja. Ja? Und dann allein zu zeichnen ist härter als mit dem Handy so etwas malen und so. Ich habe das Gefühl, dass wir Europäer nicht mehr unsere Werkzeuge kontrollieren, sondern dass die Werkzeuge uns kontrollieren. Wer kennt es nicht? Ein Kind, das so eine enge Beziehung zur Technologie aufgebaut hat, dass die Welt ohne Handy zusammenbricht. Yes! No! Yes! No! Yes! Und die jungen Leute respektieren diese Kultur von den Eltern und so. Bei so einer traditionellen Gesellschaft interessiert es mich natürlich, wie es einer Frau ergeht, die künstlerisch und handwerkerisch mitmischt. Erstens, lässt sich das mit dem Muttersein vereinen? Wie ich immer mit den Kindern zusammen sein kann, so in meiner Arbeit, das ist so schön. Und zweitens, sieht sie sich benachteiligt in einem Männerberuf? Ingrid, wie ist es, diese Arbeit als Frau hier zu machen? Sehen die Männer dich da als gleichwertig an? Jeder Künstler macht seine Arbeit. Ich denke nicht, dass ich bin eine Frau, das ist für mich anders. Aber es ist für mich viel härter, weil ich habe nicht so eine genaue Kraft, wie mein Vater gehabt hat. Aber trotzdem mache ich es, weil ich brauche ein bisschen längere Zeit als ein Mann für Schnitzen, weil ich langsamer bin beim Schnitzen. Aber ich denke es nicht nach. Mein Vater hat keine Söhne gehabt. Er hat 4 Töchter gehabt und 2 sind Künstlerin geworden und 2 sind normal geworden. 2 haben ganz normale Arbeit. Wenn du mein letztes Video über 13 Linden gesehen hast, wirst du wissen, 13 Linden ist kein primitives Bauerndorf. Die Leute dort stellen mit ihrer Tüchtigkeit und ihrem Fleiß viele von uns in den Schatten. Da ist nichts mit Robezahn. Und zum Faulenzen gehen wir lieber nicht dorthin. Wer richtig fleißig ist und arbeitet, haben wir keine Probleme. Ne? Die Wirtschaft boomt und alle, die Arbeit haben wollen, haben Arbeit. Das Wirtschaftswunder aus Holz zieht Touristen aus ganz Brasilien in den kleinen 9000 Einwohnerort. Neben landwirtschaftlichen Exportgütern gibt es auch viele Bestellungen für die berühmten Holzartefakte, die in ganz Brasilien verkauft werden. Weil Brasilien so groß ist und so, man denkt auch nicht, ja, Aufträge von woher, aber da kommen so viele von verschiedenen Orten. Und Während Europa auf Big Tech setzt, zeigt 13 Linden, dass Handwerk auch heute noch boomt. Fortschritt geht nicht nur mit Technologie, sondern auch mit Beständigkeit und Handwerk. wenn die Qualität ist bei den Schnitzereien, dann kommen sicher die Aufträge auch. Am Ende bleibt die Frage, was wollen wir? Masse oder Meisterwerk? Ich hoffe, dass wir können hier in 13 noch diese Kunst behalten, diesen Beruf behalten, weil das ist etwas, das fast nicht mehr gibt. Ja. Was wird mit deinen Kindern mal sein?
Eine, glaube ich, die wird schon mitmachen. Ja? Die mag so viel malen und so Ja. mit jetzt schon, mit 3 Jahren, dann in Zukunft, glaube ich. Ja. Da probiert man schon was aus mit Ton und dann mit Holz. Ja. Ah, super. Ja, ich bin für den technischen Fortschritt sehr dankbar. Aber etwas Handarbeit, Selbstständigkeit und Selbstdenken sollen uns in Europa nicht verloren gehen. Also lass uns das Handwerk und die Tradition auch in Europa schätzen, damit es nicht nur im Ausland weiterlebt. Mein Besuch in 13 Linden und Südamerika generell haben mir die Augen geöffnet für Werte, die ich nicht gewusst habe, dass mir wichtig sind. Wie ist das Leben in Südamerika eigentlich? Meine Arbeit ist es, dir mehr darüber zu erzählen. Bist du neugierig? Schau in die Beschreibung.